kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben, plastische Chirurgin zu werden? Wie verlief Ihr Werdegang? Ich werde sehr häufig gefragt, warum ich plastische Chirurgin geworden bin und wann ich mich denn dazu entschieden hätte. Und mir glaubt es wirklich keiner. Ich habe mich mit 7 Jahren dafür entschieden. Da saß ich zu Hause und deswegen mag ich auch Fernsehen. Ich lag im Bett und habe Fernsehen geguckt. Und da kam eine OP in der plastischen Chirurgie. Und ab dem Zeitpunkt habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte plastische Chirurgin werden. Und habe angefangen, da wirklich hart drauf hinzuarbeiten. In der Schule, klar, gab es dann schon Phasen, wo ich nicht so Lust hatte zum Lernen. Aber als es dann zum Ende hinging, wusste ich ja, ich möchte Medizin studieren. Und dann habe ich mein Medizinstudium auch angefangen an der LMU in München. Habe das nach 6 Jahren durchgezogen. Und dann war es natürlich schwierig, denn wirklich einen Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie zu machen, ist schon ein eher längerer Weg und es gibt nicht viele Ausbildungsstellen. Also es ist sehr schwer, dort reinzukommen. Da ich null aus einer Familie komme, die medizinisch vorgeprägt ist, habe ich dann erstmal angefangen, alles aufzugreifen, wo ich anfangen konnte, damit ich keinen einzigen Tag verliere. Und dann somit bin ich ganz am Anfang an das Biederstein gegangen, an das dermatologische Klinik, wo ich erstmal so eine dermatologische Ausbildung bekommen habe, um mich parallel an allen chirurgischen Kliniken zu bewerben. Dann habe ich in München an einer großen chirurgischen Klinik eine allgemeinchirurgische Stelle bekommen und habe dort Allgemeinchirurgie gemacht. Mit Intensivstation, mit Orthopädie, mit Notaufnahmen. Und dann ging es weiter und ich hätte jetzt noch Facharztstellen gebraucht. Habe ich auch am Anfang nichts bekommen und bin dann weiter nach Nürnberg in die Mundkiefer-Gesichtschirurgie und habe dort Gesichter mir angeguckt, wie man die operiert. Und als ich dann mich von dort aus weiter beworben habe, hat dann eine Stelle in der ästhetischen Chirurgie geklappt und dann war ich bei einem Niedergelassenen, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und da habe ich nur ästhetische Chirurgie gemacht. Und von dort aus bin ich dann an die Universität nach München gekommen und habe noch Handchirurgie und rekonstruktive Chirurgie gelernt. Und somit war der Weg eigentlich sehr steinig. Es waren viele verschiedene Stellen, die ich im Nachhinein alle nicht bereue, weil ich viele Bereiche gesehen habe. Es war schon immer klar, dass ich Ästhetik machen will, habe mich da auch früh darauf spezialisiert, schon als ich dann bei dem Niedergelassenen gearbeitet habe. Und meine Leidenschaft ist dadurch viel, viel größer noch geworden und ich wusste, ich will das machen und ich weiß immer noch, warum ich es machen will, weil ich den Leuten helfen mag. Ich liebe es, in glückliche Gesichter zu schauen. Wenn die Patienten hier in der Praxis die Treppen hochkommen, sagen, Frau Kern, ich bin ein anderer Mensch, mich umarmen, dann ist mein Tag gerettet. Und das ist das Schöne. Ich möchte auch den Patienten den richtigen Weg zeigen. Ich mag, dass die keinen Mist machen. Ich mag, dass die nur das operieren lassen oder behandeln, wo sie sagen, da werde ich mein Leben lang glücklich damit sein. Und das ist Erfüllung pur und das, finde ich, kann man nur jedem raten. Macht das, was euch Spaß macht, dann hat man wirklich Freude im Leben. Von Frau zu Frau. Das steht besonders auf Ihrer Website im Fokus. Viele Patientinnen kommen zu Ihnen, weil sie von einer Frau beraten und behandelt werden möchten. Können Sie sich als Frau besser einfühlen? Was sind die Hintergründe der Frau-zu-Frau-Beratungen? Das Thema Frau zu Frau liegt mir sehr am Herzen. Ich kann mich in Frauen sehr gut reinsetzen, in ihre Gefühle reinfühlen auch, weil ich natürlich selber eine Frau bin. Wenn Frauen mit ihren Brüsten Probleme haben oder auch mit der beginnenden Alterung, das hat ja alles was Biologisches zu tun. Es ist immer so, dass die Frau eigentlich da schon ein bisschen biologisch dazu geboren würde, ihre Reize zu setzen, um das andere Geschlecht, sich gegenüber dem anderen Geschlecht attraktiv zu verhalten und zu machen, damit wir einfach unsere Art erhalten können, weil wir Frauen einfach die Kinder bekommen. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, dass Frauen, die sich an irgendeinem Makel stören, auch
der Beziehungen zu anderen Menschen so gestört sind und dadurch auch sehr, sehr traurig sind. Und deswegen mag ich das Thema eigentlich ganz gern und mag auch die Frauen und bin auch wirklich offen für lange Gespräche, um herauszufinden, warum eine Frau jetzt genau um diesen Schritt der OP, Brust, Bauch, Facelifting gehen möchte, damit sie sich wieder wohl in ihrem Körper fühlt.